Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal hier den Lenovo Active Pen 3 an. Ein Stift, dem es leider Gottes noch nicht so viel im Internet zu finden gibt, weil er relativ neu ist. Wir schauen uns heute an, was kann der Stift, wie gut ist der Stift, was kann man mit ihm in verschiedenen Apps machen. Und erstmal fangen wir mit der Handhabung an. Also ihr seht hier auch, ich habe eine zweite Kameraperspektive von oben drüber. Ich finde, man kann mit dem Stift wunderbar schreiben und zeichnen. Er hat die ideale Größe für einen Stift. Er ist relativ leicht, aber das macht mir persönlich jetzt nichts aus. Also ich kann damit sehr gut schreiben. Und seht ihr auch schon, wir haben hier ein Tablet und deswegen würde man denken, man müsste den Stift erst irgendwie per Bluetooth verbinden, aber das ist nicht der Fall. Man kann ihn tatsächlich gar nicht per Bluetooth verbinden und man kann einfach direkt losschreiben, wenn man die Batterie reingetan hat. Ja, hier ist eine Batterie drin, aber die hält auch ewig lange. Ich habe den Stift jetzt seit Dezember schon im Einsatz und musste nicht feststellen, dass die Batterie irgendwann leer geht, aber ihr könnt natürlich auch einen Akku reintun und den ab und zu dann mal laden. Also die Akkulaufzeit ist hier wirklich unendlich lange gefühlt. Lenovo spricht irgendwie von 1000 Stunden. Bestätigen kann ich das nicht, aber ich würde es auch irgendwie so schätzen. Obwohl wir keine Bluetooth-Verbindung haben, haben wir hier noch so zwei Tasten. Ich kann sie auch mal hier noch zeigen, hier. Und die machen in unterschiedlichen Apps immer was anderes. Das können wir jetzt auch gleich ausprobieren. Wir schauen uns heute verschiedene Apps an. Aber als erstes schauen wir uns noch an die Hover-Funktion, denn die gibt es tatsächlich und besonders gut sieht man sie hier in Smart Note. Wenn wir hier nämlich mal drüber gehen, ihr seht, ich habe Schreiben zwar aktiviert, aber wenn ich hier das Display noch nicht berühre, erscheint trotzdem so ein kleiner weißer Punkt. Und das gleiche funktioniert in Smart Note auch übrigens auch mit dem Radierer. Das heißt, wenn ich hier die untere Taste drücke, dann wird das zu einem Radierer und dann kommt hier so ein größeres Ding. Und ich kann auch einfach mal hier ein bisschen was schreiben. Und wenn ich dann jetzt hier wieder hingehe und den Radierer drücke, kann ich das auch wegradieren. Oder ich kann auch mit der Hover-Funktion darüber gehen, dass es nicht wegradiert. Und Smart Note ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich mache das hier mal alles wieder weg. So, wunderbar. Smart Note wird bei dem Lenovo IdeaPad Duet 5i, was ich hier gerade nutze, wo auch der Stift dabei war, vorinstalliert mitgeliefert. Und das ist so eine Notizen-App, da kann man auch am Sperrbildschirm so Notizen machen. Ich mache den Stift mal ein bisschen dicker und dann kann man hier einfach wunderbar schreiben und das klappt auch mit dem Lenovo Active Pen 3 wunderbar. Also da steht ja wirklich keinem Stift in irgendwas nach. Hier werden die Handballen auch gut erkannt, aber für eine Einstellung kommen wir später noch. Und in Smart Note haben wir standardmäßig einen schwarzen Hintergrund. Wir können aber auch die Schriftfarbe ändern, wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwas rot umkringeln wollen, mal einen schönen Namen. Also Smart Note ist da wirklich auch eine gute App, um einfach mal schnell Notizen zu machen. Wie gesagt, wenn man hier auf diese 3 Punkte klickt, kann man auch die hier zum Sperrbildschirm hinzufügen, sodass man auch, wenn man nur auf dem Sperrbildschirm ist, mal eine Notiz machen kann, ohne gleich sich anzumelden, Passwort einzugeben, Gesichtserkennung, was auch immer. Also jedenfalls, der Stylus funktioniert hier wunderbar, aber wir haben hier natürlich jetzt keine Linien irgendwie oder erweiterte Funktionen, dass wir auch irgendwie Formen zeichnen können und der uns das automatisch umwandelt. Dafür müssen wir schon in andere Apps gehen. Eine weitere App, die ich aber auch sehr gerne benutze, gerade auch für die Schule, um da mal was aufzuzeichnen, ist Bamboo Paper. Ich habe hier die kostenlose Version. Und ihr seht auch, wir haben jetzt hier eine große Freifläche, diesmal in weiß. Und hier können wir auch einfach schreiben. Man muss bei manchen Apps ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich jetzt hier einmal mit dem Finger reingehe, zeichnet er auch. Das müssen wir natürlich wieder wegmachen. Können wir auch mit dem Stift schön machen. Aber wenn ich jetzt einmal mit dem Stift geschrieben habe, dann macht er es nicht mehr mit dem Finger eigentlich. Eben hat es aus Versehen nochmal funktioniert, aber das war wahrscheinlich, weil ich ein bisschen zu lange gewartet habe. Aber auch in Bamboo Paper kann man wunderbar schreiben und auch gerade so Mindmaps so toll machen. Wenn ich jetzt mal hier so mache. Mindmap, genau, dann kann man hier einfach auch zeichnen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die kostenlose Version, das heißt, es ist irgendwelche Premium-Features nicht enthalten. Man hat nur 2 Stifte und nur eine begrenzte Auswahl an Farben, aber die reichen mir auch eigentlich immer, dass ich dann hier noch was machen kann. Wir können mal hier Test 1 schreiben, was weiß ich noch. Wir können den Markierstift auch nochmal ausprobieren, natürlich eine andere Farbe und dann hier
das so schön alles markieren. Also auch in Bamboo Paper funktioniert der Stift wunderbar. Und hier können wir auch mit der unteren Taste einfach den Radiergummi aktivieren. Das heißt, wenn wir hier uns im Empfangsbereich befinden, sehen wir auch wieder schön die Hover-Funktion hier. Können wir einfach den Radiergummi drücken und dann radiert er uns das hier auch einfach weg. Wobei in Bamboo Paper ist es auch so, die Größe des Radiergers ist dynamisch. Das heißt, desto schneller ich hier was mache, desto größer wird er auch. Wenn ich jetzt hier was geschrieben habe und das nur so ganz langsam so wegradiere, dauert das ein bisschen lange, da kann ich dann auch hier einfach schneller werden und dann radiert er das hier alles weg. Ja, das war Bamboo Paper. Kommen wir zur dritten App und auch eine App, die vielleicht viele schon nutzen, nämlich Word. In OneNote ist es ganz ähnlich. Wir können hier einfach oben auf den Tab Zeichnen gehen, dann haben wir hier verschiedene Stifte, die wir auch durchaus anpassen können mit verschiedensten Farben oder auch so Farbenmuster. Und wir können hier auch die Dicke einstellen. Eine Sache, die ihr sofort deaktivieren solltet, ist mit Fingerzeichnen, sonst könnt ihr hier auch so machen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier nur mit dem Stift zeichnen. Und auch in Word können wir den Radierer benutzen, allerdings müssen wir hier gucken, dass wir den Punktradierer einstellen, denn ansonsten, wenn wir den normalen Radierer einstellen und Fingerzeichen wenn wir ausmachen, wenn wir dann hier radieren, dann gehen gleich die ganzen Striche weg. Im Gegensatz zum Punktradierer, wenn wir da zeichnen und dann radieren, geht immer nur das weg, wo wir auch wirklich mit dem Stift sind. Das ist wirklich eine gute Funktion. Natürlich sind Word oder OneNote auch Apps, in denen man mal irgendwas mitschreibt oder Notizen macht und das können wir natürlich hier auch machen. Wir können hier einfach anfangen, irgendwas zu schreiben. Wir müssen vorsichtig sein, dass die Tastatur nicht rausgeht, sondern da wirklich anfangen zu schreiben. Freihand schreiben in Word zum Beispiel. Natürlich ist das hier ein bisschen groß, ich habe jetzt fast über die ganze Seite geschrieben, aber wir können hier auch noch ordentlich reinzoomen und dann den Stift noch ein bisschen dünner machen und dann auch hier schreiben. Und wir müssen immer vorsichtig sein, Word aktiviert er mit Fingerzeichen immer wieder ganz gerne, deswegen drücken wir mal wieder die Taste und radieren dann alles wieder weg. Aber auch hier können wir nochmal schreiben, meinen schönen Namen zum Beispiel. Irgendwie mache ich das immer als Test. Aber auch da können wir wieder rauszoomen und da sehen wir auch, dass das ein gutes Stück kleiner ist. Eine Funktion, die es in Word und OneNote aber auch gibt, die ganz hilfreich ist, wir können hier zum Beispiel so Freihand in Form machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein schlechtes Rechteck zeichne, wandelt er das um in ein normales Rechteck. Gleiches gilt für einen Kreis. Ich weiß gar nicht, ob es auch mit anderen Formen funktioniert. Schauen wir mal an. So eine Raute, ja, funktioniert auch. Oder sowas Ovales, Ellipse, glaube ich, heißt das. Funktioniert auch wunderbar. Das heißt, auch in Word kann man da super mitschreiben. Eine App, die ich auch noch häufig verwende, ist GoodNotes. Sie ist im Moment für Windows noch in der Beta, deswegen will ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil das ist irgendwie noch so eine Web-App, wo noch nicht alle Funktionen drin sind. Wenn die aber fertig rauskommt, dann werde ich da auch wahrscheinlich auch noch mal ein Video zu machen. Eine interessante Sache ist auch, ich mache hier mal das ganze Zeug wieder weg, kriegen wir auch, ja komm, wir machen das alles mal rückgängig hier. Und das können wir jetzt aber wegradieren. Da hilft einem wiederum der Normalradierer, der dann direkt die ganzen Striche wegmacht. Wir können aber auch in Windows ganz normal Handschrifterkennung nutzen. Dafür gehen wir wieder in Dokumente in Word, tippen hier einmal drauf und dann haben wir hier die standardmäßige Bildschirmtastatur. Da kann ich natürlich auch irgendwas tippen, aber das brauchen wir natürlich nicht. Wir können hier einfach auf das Zahnradsymbol gehen und dann hier auf Handschrift gehen. Und dann haben wir hier unten so ein kleines Feld, wo wir auch mit dem Stift reinschreiben können. Und hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, also wenn ihr komplexe Wörter schreibt, vielleicht auch Eigennamen schreibt, dann müsst ihr wirklich schön schreiben, dass er es erkennt, aber bei anderen Wörtern erkennt er es wirklich alles. Das heißt, ich kann jetzt mal ausschreiben, das Schreiben in Word klappt ganz gut. Und ihr seht, er hat jetzt hier einen Fehler gemacht, aber den kann ich natürlich auch nachträglich dann noch korrigieren. Natürlich muss ich dafür jetzt wieder hier ins Tastaturlayout gehen oder ich streiche es einfach weg, wenn ich was geschrieben habe, oder Word schlägt mir hier sogar das schon vor, aber nein, wir wollen nicht der Schreiber haben, wir wollen das Schreiben haben, aber wir können nochmal hier in die Handschrift gehen, wenn wir hier sind
Und dann kann ich euch mal zeigen, wie man sowas wegstreicht. Also wenn ich jetzt einfach hier eingebe, natürlich schreibe ich rein, dies ist ein Test. Aber wenn ich jetzt merke, ich wollte eigentlich, jetzt hat er zum Beispiel das falsche erkannt, kann ich einfach das hier durchstreichen und dann ist es weg und dann kann ich einfach weiterschreiben. Dies ist Test schreiben. Oh, jetzt hat er es wieder erkannt, genau, dann machen wir den Buchstaben gerade wieder weg. Oder schreiben einfach hier drüber, Test schreiben in Word. Und schon haben wir was. Also die Handschrifterkennung könnte noch verbessert werden, aber an sich funktioniert es schon einigermaßen gut. Wir können aber auch noch einige Einstellungen des Stiftes hier betreffend in Windows treffen. Dafür machen wir hier alles mal zu und gehen in die Einstellungen rein. Unter Bluetooth und Geräte findet ihr relativ weit unten den Punkt Stift und Windows Ink. Hier könnt ihr jetzt zum ersten Mal eure Schreibhand auswählen. Das ist bei mir, wie ihr sehen könnt, rechts. Und Stift koppeln können wir hier nicht. Deswegen sind diese Funktionen für uns jetzt nicht wirklich verfügbar, aber wir können trotzdem weitere Einstellungen treffen. Wir können zum Beispiel visuelle Effekte anzeigen oder auch den Cursor anzeigen und das ist diese Hover-Funktion, weil ihr seht, wenn ich hier drüber gehe, auch am Desktop, seht ihr so einen kleinen Punkt hier auf dem Blauen, sollte man es ganz gut sehen, auch wenn es klein ist. Und das können wir hier aktivieren, denn wenn wir das wieder deaktivieren und wieder auf unseren Desktop gehen, dann seht ihr, ist die Hover-Funktion weg, aber die ist eigentlich recht nützlich, deswegen machen wir sie mal an und hier ist sie eben kostenlos mit integriert. Das sollte natürlich auch mit allen anderen Stiften unter Windows gehen, also wenn ihr jetzt einen Samsung-Stift habt oder einen Surface Pen, sollte das auch funktionieren und das könnt ihr kostenlos aktivieren, nicht so wie beim angebissenen Apfel, der euch das für ein paar tausend Euro in einem neuen Premium-Tablet verkauft, kein Problem. Eine weitere wichtige Sache ist die Handballenerkennung. Die könnt ihr hier einstellen. Bei Verwendung des Stifts Touch-Eingabe ignorieren, weil wenn ich das mal ausmache, seht ihr hier, und wir gehen nochmal in Bamboo Paper rein, dann seht ihr, macht er hier ab und zu mal so Striche, wenn ich hier schreibe selbst. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Und das können wir auch wieder wegmachen. Deswegen immer Handballenerkennung schön einschalten und die funktioniert auch sehr gut. Ihr müsst nur manchmal gucken, dass ihr halt erst euren Stift hier so reinbringt und dann anfangen zu schreiben, nicht radieren. Anfangen zu schreiben, genau, so nicht. Ihr müsst halt gucken, dass ihr euren Stift erst in diesen Hover-Bereich oder schon auf das Display bringt, denn dann ist die Handballenerkennung aktiv und ihr macht keine Fehleingaben mehr, weil wenn ihr natürlich zuerst hier so drauf geht, dann weiß natürlich gar nicht, was soll ich machen und dann habt ihr natürlich wieder den Salat. Aber so passiert das eben nicht. Und hier haben wir auch noch so ein paar Sachen zur handschriftlichen Texteingabe, die ich euch eben noch gezeigt habe. Ihr könnt hier diese Schriftart auswählen, in der konvertierte Text dann angezeigt werden soll. Das ist hier jetzt so eine Handschrift-ähnliche Schriftart. Ihr könnt die Schriftgröße einstellen und noch einstellen, wie der Schreibbereich oder die Bildschirmtastatur angezeigt werden soll. Also ob das immer da sein soll oder nur, wenn ihr keine externe Tastatur angeschlossen habt. Apropos Tastatur, Tastatur ist auch ganz nützlich, weil ihr seht, ich kann den Lenovo ActivePen 3 hier nicht wirklich irgendwo dran machen. Ich kann hier unten zwar an die Magnete befestigen, aber das ist auch eher so suboptimal, auch wenn es ganz gut hält. Aber das will man natürlich irgendwie nicht austesten, aufs Spiel setzen, sage ich mal, dass man den Stift dann irgendwann verliert. Aber ganz interessant ist, wenn ich zum Beispiel hier das Tastaturcover verbunden habe, oh, das war schön leise, dann kann man den Stift einfach in diese Kuh hier reintun. Und der hält er auch magnetisch. Einziger Nachteil, wenn ich das Tablet jetzt zumachen will, oder ich mache mal das Cover zu, geht das nicht. Da muss ich den Stift dann wieder rausnehmen. Für mich persönlich ist es aber kein Problem, weil ich habe auch noch eine Hülle, da kann ich ihn einfach in so eine Seitentasche reintun, weil ich würde euch nicht empfehlen, wenn ihr den Stift jetzt hier außen am Tablet so befestigt, weil da hält er wirklich noch schlechter als nur hier am Tablet. Sehen wir es so? Ja, so könnt ihr es ganz gut erkennen. Das war es auch schon mit dem Video zum Lenovo ActivePen 3 hier mit dem Lenovo IdeaPad Duet 5i. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, was für euch wichtig ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde auch nochmal in die Kommentare schreiben, welche Protokolle der Lenovo ActivePen 3 unterstützt. Das heißt, ihr könnt dann gucken, mit welchem Tablet sollte der Stift funktionieren und welche Stifte funktionieren auch vielleicht mit diesem Tablet hier noch.
Ganz egal, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, das würde mich wirklich sehr unterstützen und lasst auch gerne eine positive Bewertung bei diesem Video hier da. Wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare, wir sehen uns dann in einem neuen Video oder in einem dieser weiteren Videos hier auch zu Technikprodukten dieses Tablet und auch andere Tablets betreffen wieder. Bis dahin, ciao.